Dieses Video ist für dich, wenn du das Gefühl hast, hey, so wie es gerade ist, will ich es einfach nicht mehr. Hi, ich bin Martina, so schön, dass du da bist. Vielleicht fühlst du dich gefangen in einer Rolle, in die du so reingerutscht bist irgendwie oder vielleicht auch schon immer warst. Vielleicht ist es die Rolle des Kümmerers, die Rolle der Starken, die Rolle der Hilfsbereiten. Und vielleicht fragst du dich, wer du eigentlich wärst, wenn du diese Rollen verlassen würdest. Wer wärst du, wenn du aufhören würdest, für alle anderen zu funktionieren? Und ich kenne das so gut. Ich habe früher meine Träume verschoben, meine Bedürfnisse weggeschoben, meine Wahrheit irgendwie immer runtergeschluckt. Ich war so sehr damit beschäftigt, mich um andere zu kümmern oder dem Bild anderer zu entsprechen, dass ich mich selber gar nicht mehr gespürt habe. Und irgendwann habe ich begonnen, das zu hinterfragen, meine Identität zu hinterfragen, also damals habe ich es noch nicht so genannt, und mich neu zu definieren. Und in diesem Video möchte ich dir mitgeben, was denn die Identität eigentlich ist, wie du alte Rollen erkennen kannst und wie du Schritt für Schritt wieder mehr zu deiner Essenz findest. Lass uns gleich reinspringen. Also die Identität, die kannst du dir vorstellen wie ein Puzzle. Das ist nichts Festes, Starres, sondern deine Identität besteht aus ganz, ganz vielen Bestandteilen, aus all deinen Überzeugungen, aus all deinen Prägungen, aus all den Überlebensmechanismen, die sich so gebildet haben im Laufe deines Lebens. Das Schöne ist, dass du das verändern kannst. Ja? Du kannst es wirklich vorstellen wie ein Puzzle und wenn du das Bild des Puzzles verändern willst, dann nimmst du einfach Puzzleteil für Puzzleteil und drehst es quasi um. Es kann zum Beispiel sein, dass du als Kind immer dann Liebe bekommen hast, wenn du brav warst. Das heißt, du hast irgendwann die Verknüpfung vielleicht für dich gemacht. Liebe bekomme ich, wenn ich brav bin, wenn ich angepasst bin. Und das hast du einfach mitgenommen und bist immer noch, auch jetzt als erwachsener Mensch, angepasst, um Liebe zu erfahren, weil in dir ganz tief die Überzeugung gefestigt ist, du musst angepasst sein, um Liebe erfahren zu können. Das ist ein Identitätsbestandteil. Ja? Und solche Bestandteile haben wir viele. Auch eine Rolle kann zu einem Identitätsbestandteil werden. Wenn du die Rolle intensiv und lang genug spielst oder ausfüllst, sagen wir so, dann wird die zu einem Bestandteil deiner Identität. Ganz klassisch die Vater- oder Mutterrolle. Natürlich wird das ein Identitätsbestandteil. Ja? Das ist eine Rolle, die ganz intensiv gelebt wird. Und genauso wie eine Rolle ein Identitätsbestandteil werden kann, ist es aber auch mit allen Überzeugungen, die wir im Leben so ansammeln. Und ganz viele davon stammen einfach aus der Kindheit. Und wie kannst du solche Identitätsbestandteile jetzt erkennen? Da reflektier einfach mal gerne für dich, was andere über dich sagen. Also zum Beispiel, du bist immer so hilfsbereit, du bist immer so verständnisvoll. Das kann dir Aufschluss geben über Rollen, die vielleicht auch Identitätsbestandteile sind. Und kannst du das bewusst machen. Ja? Alles, was dir bewusst wird, kannst du verändern, wenn du das möchtest. Es läuft ja ganz, ganz viel unbewusst einfach ab. Und alles, was wir ins Bewusstsein holen können, wo wir wirklich sagen, ah ja, stimmt, das ist so ein Muster, das mache ich ganz automatisch. Und das wäre jetzt die zweite Frage, was sind so Dinge, die du ganz automatisch machst, ohne drüber nachzudenken, die dich aber vielleicht eigentlich gar nicht gut fühlen lassen, die dich vielleicht eigentlich erschöpfen. Also beobachte dich auch da mal, was machst du so ganz automatisch, ohne dass du drüber nachdenkst, wo du aber eigentlich das Gefühl hast, hey, das strengt mich an, das saugt super viel Energie, das möchte ich eigentlich gar nicht, ja, das will ich eigentlich gar nicht, aber ich tue es. Und eine dritte wunderschöne Reflexionsfrage für dich ist,
Was ist etwas, was du niemals tun würdest, aus Angst, was andere dann über dich denken könnten? Auch das sagt viel über dich aus. Und du kannst dich auch immer umschauen. Ja? Also gibt es auch Menschen, die das anders machen? Gibt es Familien, die ein anderes Lebenskonstrukt haben? Gibt es Menschen, die einen ähnlichen Job haben wie du, die aber ein anderes Leben leben und so weiter? Ja? Also schau dich da auch gerne mal um, wie andere Menschen Dinge tun und ihr Leben leben. Und wenn du bei dieser Beobachtung, bei dieser Reflexion mal spürst, da kommt fast so ein inneres Verbot auf, dann kann das sehr gut sein, dass das wirklich ein tief verankertes Muster ist, ein tief verankerter Identitätsbestandteil. Mir wurde zum Beispiel mal bewusst, wie ich so reingegangen bin, wie ich denn leben möchte und wie ich mein Leben noch verändern möchte, dass da so ein Verbot kam, so ein richtiges Gefühl von, das gehört sich nicht, das tut man nicht. Ja? Und da ist mir dann bewusst geworden, weil so in meiner Vision war einfach ganz viel Unbeschwertheit, ganz viel Leichtigkeit und Freiheit. Und da wurde mir so bewusst, das ist ein Muster, das schon seit Generationen existiert, ja? Dass es einfach, also dass das Leben einfach nicht leicht ist, ja? Dass das Leben hart ist, dass man kämpfen muss, dass man sich abrackern muss. Also allein dieser Wunsch nach Leichtigkeit, nach Unbeschwertheit hat sich total ungehörig angefühlt für mich. Und das war total wichtig und wertvoll, dass mir das bewusst wurde, weil ich dann damit arbeiten kann und sagen kann, okay, in mir ist gerade die Überzeugung, das gehört sich nicht, ein unbeschwertes Leben zu führen. Das ist vielleicht falsch oder nicht möglich oder was auch immer es ist. Und wir können unsere Standpunkte, unsere Meinungen, unsere Überzeugungen ja immer ändern, wenn sie uns nicht mehr dienen. Das geht natürlich nur, wenn uns das bewusst wird. Und ich hatte das dann bewusst, habe gesehen, okay, interessant, da ist eine Überzeugung, die dient mir jetzt eigentlich nicht, wenn ich mir ein unbeschwertes, freies Leben wünsche. Dann ändere ich diese Überzeugung einfach. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir immer wieder nach innen schauen, dass wir uns immer wieder beobachten und schauen, was tun wir eigentlich so, welche Muster laufen da ab und was liegt dahinter. Und wenn du dir dann das eine oder andere bewusst gemacht hast, wo du sagst, ja, das möchte ich echt verändern, dann löst dich von dem Gedanken, dass du dich sofort komplett neu erfinden musst. Ja. Du kannst dich Schritt für Schritt verändern, ohne dein ganzes Leben direkt auf den Kopf zu stellen, indem du wirklich kleine Handlungen veränderst. Ja? Viele Kleinigkeiten am Tag machen einen riesen Unterschied. Ja? Fang mit kleinen Dingen an, Dinge nicht mehr zu tun, die du eigentlich gar nicht tun willst, die du vielleicht automatisch für andere immer mitmachst und das ist halt für die bequem. Ja? Oder ja, Dinge, die ein bisschen mehr Freude, mehr Leidenschaft in dein Leben bringen. Und sei es nur, dass du dir in der Früh beim Frühstück machen die Musik aufdrehst und in der Küche tanzt. Ja? Also was auch immer dir ein Gefühl von Glück, von Freiheit, von Freude, was auch immer du dir mehr im Leben wünschst, gibt, hol dir das in dein Leben mit Kleinigkeiten, ja? Kleine Schritte. Kleinigkeiten verändern so viel und vor allem du legst dann auch den Fokus auf diese Dinge. Und wo dein Fokus liegt, geht deine Energie hin und das heißt, dort, wo du den Fokus hinlegst, davon bekommst du auch mehr. Davon findest du automatisch mehr im Leben, davon machst du automatisch mehr im Leben, wenn dein Fokus einfach da drauf liegt. Wenn das Video hilfreich für dich war, dann freue ich mich über ein Like von dir. Abonniere auch sehr gerne den Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alles Liebe zu dir.